Hallo ihr Lieben, heute stelle ich euch den Schnellkochtopf von Cosori vor. Nach einer kurzen Vorstellung zeige ich euch 3 Rezepte, die ich damit zubereitet habe. Und wer direkt zum ersten Rezept springen will, kann jetzt auf die 4. Minute vorspulen. Dabei habt ihr ein Rezeptbuch mit 15 Rezepten, eine Schnellstartanleitung, sehr praktisch, sogar mit Bildchen, und eine Gebrauchsanweisung mit allen wichtigen Hinweisen. Das Zubehör besteht aus einem Dämpfeinsatz aus Edelstahl, einem Suppenschöpfer, einer Reisschaufel und einem Messbecher. Die zeige ich euch jetzt. Den Messbecher habe ich übrigens vergessen zu zeigen. Ihr könnt alles in der Spülmaschine waschen. Da das Bedienfeld auf Englisch geschrieben ist, gibt es hier so praktische Spickzettel, die ihr euch einfach auf eurer Sprache daneben hinstellen könnt. Das Gerät kommt sehr gut verpackt bei euch an und wenn ihr ihn auspackt, gibt es ganz viele nützliche Sicherheitshinweise für euch, wo ich euch auf jeden Fall empfehle, diese zu lesen. Der Schnellkochtopf lässt sich sehr einfach bedienen. Ich zeige euch hier, wie ihr den Deckel abnehmen könnt und am Tragegriff hier sogar ablegen könnt. Der Innenkochtopf mit keramischer Hart-Anti-Haft-Beschichtung fasst 5,7 Liter. Auf der Innenseite hat er eine praktische Skala, die das Befüllen erleichtert. Die orangefarbenen Punkte unterstützen euch bei dem richtigen Aufsetzen des Deckels. Am Dampfablassschalter erkennt ihr, ob der Deckel richtig draufgesetzt wurde. Nach dem Kochvorgang könnt ihr hier selbst regulieren, wie ihr den Dampf ablassen wollt. Die Dampfablassöffnung ist zu unserem Schutz nach hinten gerichtet. Dieser kleine Stift zeigt euch, ob noch Druck im Schnellkochtopf ist. Dann kommt er hoch und wenn der Druck fertig ist, ihr also ohne Probleme den Deckel öffnen könnt, dann fällt der Stift runter. Es gibt 12 intelligente Programme, die dir das Kochen erleichtern. Und die LED-Anzeige zeigt dir an, in welcher Phase des Kochprogramms du dich befindest. Jedes der Programme hat eine vorgegebene Zeit. Die könnt ihr mit den Minus- und Plus-Tasten natürlich anpassen. Ich empfehle jedem, die Tasten einmal selbst durchzudrücken, dann habt ihr den Dreh sehr schnell raus. Den Schnellkochtopf könnt ihr auf langsam oder auf hoch stellen. Dann könnt ihr noch die Temperatur regeln. Da gibt es 3 Stufen. Dann könnt ihr noch warm halten bis zu 12 Stunden und es gibt eine Startverzögerung bis zu 24 Stunden. Viele tolle Rezepte findet ihr in meiner Playlist. Diese verlinke ich euch jetzt rechts oben und unten in der Videobeschreibung, wo ihr auch viele weitere Informationen zu diesem Schnellkochtopf findet. Das erste Rezept ist aus dem Rezeptbuch und ist ein Apfel-Preiselbeer-Porridge. Das genaue Rezept findet ihr im Rezeptbuch oder ich notiere euch hier meins, wie ich es verwendet habe. 470 ml Milch, 30 Gramm getrocknete Preiselbeeren, 80 Gramm Haferflocken, ein halber Teelöffel Salz, ein grüner Apfel, 240 ml Wasser, eine Zimtstange und Honig nach Wunsch. Zuerst gebe ich alle Zutaten bis auf den Honig in den Schnellkochtopf.
Wenn euch mein Video gefällt, freue ich mich über euer kostenloses Abonnement. Und damit ihr kein Video mehr verpasst, könnt ihr gerne die Glocke aktivieren. Nachdem ich einmal gut durchgemischt habe, setze ich den Deckel darauf. Nun wähle ich die Funktion Haferflocken Porridge aus. Stelle die Zeit auf 3 Minuten, deaktiviere die Warmhaltefunktion und drücke auf Start. Das Ablassen vom Dampf zeige ich euch auch. Nun zum zweiten Rezept, die türkische rote Linsensuppe. Die Zutaten sind 2 Kartoffeln, eine Zwiebel, eine Knoblauchzehe, 2 kleine Karotten und alles grob klein geschnitten. 250 Gramm rote Linsen, eine Zitrone, die könnt ihr nach Belieben später gebrauchen, 3 Esslöffel Olivenöl, 1,5 Liter aufgekochtes Wasser, 1 Esslöffel Butter, 1 Esslöffel getrocknete Minze, 1 Teelöffel Pfeffer, 1 Teelöffel Paprikapulver süß, 1 Teelöffel Salz, 1 Teelöffel Gemüsebrühe, 1 Esslöffel Tomatenmark. Nun stelle ich den Schnellkochtopf auf 20 Minuten anbraten und drücke auf Start. Während er noch in der Aufwärmphase ist, gebe ich das Öl hinein. Nach kurzer Zeit ist das Öl schon erhitzt und ihr könnt die Zwiebeln und Karotten hinzugeben. Diese brate ich dann 3 Minuten an und gebe danach die Kartoffeln und den Knoblauch hinzu und brate sie wieder 3 Minuten lang an. Jetzt kommen die Butter, Tomatenmark und die Minze hinzu und ich rühre sie kurz ein. Die Linsen habe ich in einem Haarsieb unter kaltem laufendem Wasser gewaschen, bis das Wasser darunter klar wurde. Diese gebe ich jetzt hinzu und rühre sie kurz ein. Jetzt füge ich das aufgekochte Wasser, den Brühwürfel und die Gewürze hinzu und rühre kurz um. Die Vorbereitungen sind nun abgeschlossen und der Deckel kommt darauf. Jetzt beende ich das aktuelle Programm und stelle den Schnellkochtopf auf Schnellkochen für 10 Minuten. Nachdem es gekocht ist und der Druck entlassen wurde, könnt ihr es pürieren und die Suppe ist fertig. Das dritte Rezept sind Hähnchen Fajitas. Und jetzt die Zutaten: 5 Wraps oder Yufka, je eine gelbe, eine rote und eine grüne Paprika in Streifen geschnitten, 2 klein gehackte Knoblauchzehen, eine weiße und eine rote Zwiebel in Ringe geschnitten, 400 Gramm Putengeschnetzeltes, 1 Esslöffel Rapsöl, 1 Teelöffel Salz, 1 Teelöffel Pfeffer, 1 Teelöffel gemahlener Kreuzkümmel, 1 Teelöffel Hähnchengewürz und 1 Teelöffel rote Paprikapulver. Den Schnellkochtopf stelle ich jetzt auf 20 Minuten auf Anbraten und die Temperatur auf hoch.
Ich starte schon während der Aufwärmphase des Geräts und erhitze mein Öl. Dann gebe ich gleich die Zwiebelringe dazu. Und sobald diese glasig werden, kommen die Paprika dazu und werden ca. 5 Minuten lang angebraten. Nun nehme ich den Paprikamix aus dem Topf und brate die Pute an. Sobald das Geschnetzelte leicht Farbe bekommen hat, also angebraten ist, füge ich den Knoblauch hinzu. Nun gebe ich den Paprikamix und die Gewürze hinzu, rühre alles schön um und erwärme es noch einige Minuten. Dann ist es fertig zum Servieren. Vielen Dank fürs Zuschauen und wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben und ein Abonnement. Bis zum nächsten Video.